Hallo Freunde des 206, wir haben wieder unseren grauen 206 cc und heute bekommt er neue Bremsscheiben und Belege an der Vorderachse. Da wir auch die Scheiben wechseln, ist es günstig, den Bremssattelträger jetzt schon zu lösen. Wenn er nach auf dem Wagenheber steht, ist das eine wackelige Geschichte. Der Bremssattelträger ist hier mit zwei Torx T55 Schrauben befestigt. Die sitzen so, dass er schon einen langen Hebel braucht. Jetzt hat sie sich gelöst. Wenn sie einmal los ist, habt ihr schon halb gewonnen. Das reicht schon, den Rest können wir machen, wenn das Fahrzeug oben steht. Hier mit der oberen Schraube, die hat wenigstens geknackst, dann weiß man, sie ist lose. Die Radmuttern lösen wir natürlich auch, vor dass wir aufbogen. Nur lösen, nicht abschrauben. Bevor wir aufbogen, sichern wir natürlich das hintere Rad. Zusätzlich machen wir auch noch die Handbremse an. Zum Aufbogen brauchen wir natürlich einen Wagenheber. Auf den könnt ihr euch nie alleine verlassen. Außer ihr habt so eine intelligente Konstruktion, mit der ihr den Wagenheber auf einer gewissen Höhe verriegeln könnt. Den Wagenheber setzen wir hier vorne am Träger an. Und jetzt bogen wir so hoch, bis meine Sicherung gerade reinpasst. Und jetzt können wir die Schrauben final abnehmen. Wenn ihr das Rad mit dem Fuß hier haltet, dann kann es nicht runterfallen. Ihr könnt dann die ganzen Schrauben auf einmal entnehmen und nichts passiert. Wenn die letzte Schraube außen ist, nimmt er das Rad so ein bisschen nach vorne ab, dass die schöne Alufelge nicht verkratzt. Dann löst er die unterste Schraube, die hier, die obere lasst er in Frieden, die hat eine 13er Schlüsselweite, geht natürlich auch unter Umständen ein bisschen schwerer auf, deswegen nimmt er die große Ratsche gleich. Wenn ihr die unterste Schraube dann ganz außen habt, geht es eigentlich ganz einfach. Dann geht er hier hin, drückt den Sattel so ein bisschen nach vorne, dass der frei kommt und jetzt kann man das ganz einfach hier nach oben klappen. Zum reinen Belagwechsel könnte der Kolben jetzt so bleiben. Wir müssen aber an die Scheibe dran, deswegen geht es weiter. Dann können wir schon mal die alten Belege nehmen. Seht ihr, der war fertig. Der innere hat noch ein bisschen mehr, aber das ist normal. Hier sind wir komplett auf Null. Jetzt müssen die Torx 55 Schrauben auf der Rückseite komplett raus. Da schraubt er eine Weile, geht nämlich relativ schwer. Die sind mit einer Unmenge von Klebstoff verklebt. Wenn er die zweite Schraube rausnimmt, müsst ihr aufpassen, dass euch das Ganze nicht runterfällt. Um das zu schützen, legen wir das jetzt hier zur Seite oder manche Leute hängen es auch auf. So. Seht ihr, so liegt der Sattel geschützt, ohne dass es an der Leitung reißt. Die Bremsscheibe ist hier mit zwei kleinen Schräubchen gesichert. Das sind Torx T30. Üblicherweise sitzen die Dinger derart fest, dass der Rostlöser nicht viel bringt. Und dann habe ich folgenden Vorschlag. Ich nehme immer so einen Handschlagschrauber, mit dem kriegt man die Dinger doch am einfachsten auf. Weil der drückt jetzt auf den Schraubenkopf und dreht gleichzeitig. In dem Moment, wenn der anfängt, sich hinten ein bisschen zu drehen, ist er auf. Können das auch gleich eine komplett rausnehmen. Aufpassen, nicht, dass die Scheibe schon ganz locker sitzt. Meist klemmt sie aber. So ist die auch aus. Ah, die sitzt schon ganz locker. Könnt ihr die alte Scheibe entnehmen. Dann kommt wieder meine Lieblingsaufgabe. Wir reinigen jetzt die Teile alle gründlich. Also hier mal so ein bisschen mit der Drahtbürste drüber. Vorne auf der Narbe könnt ihr auch ein bisschen mit der Messingbürste drüber gehen. Hier nehme ich aber immer ganz gern Schleifpapier. So, das ist Schleifpapier mit 400er Körnung, da macht also auf keinen Fall was kaputt und die Narbe wird schön blank wieder. Auch hier ein bisschen an der Aufnahme, gerade ein bisschen drüber, ihr sollt es nicht wegschleifen. Die Gewinde hier sitzen bis zum geht nicht mehr mit Klebstoff fest. Wenn wir die neu verkleben wollen, müssen wir die erstmal reinigen. Jetzt kommt das größte Problem für den Heimwerker, das ist ein 12 x 1,5 Gewinde. Ihr seht, wie viel Klebstoff sich hier aus dem Gewinde arbeitet.
Rost ist natürlich auch ein bisschen dabei. Und wenn der Dreck drin sitzt, könnt ihr die neue Schraube gar nicht entsprechend verkleben. So, das reicht. Wieder rückwärts und gut ist. Die andere Hälfte des Klebstoffs sitzt natürlich in der Schraube. Das heißt, auch da müssen wir das Gewinde nachschneiden. Das 12,5er Schneideisen durch. Bis das Eisen unten ansteht, das reicht. Ihr braucht ja nicht das Gewinde länger schneiden, nur zum Reinigen. Da die Schrauben ja nachher wieder verklebt werden, ist das Öl vom Schneiden jetzt nicht optimal. Sprich, ich ziehe die Schrauben mal durch Aceton durch. Für die Gewinde hier am Gelenk braucht ihr natürlich die gleiche Prozedur, auch Aceton durch, damit das Öl rauskommt vom Schneiden drin. Bevor wir die neue Scheibe aufsetzen, könnt ihr euch jetzt hier in Hauch Kupfer Hochtemperaturpaste gönnen. Nicht dick auftragen, nur ein Hauch. Das sind lackierte Scheiben, also da braucht ihr nicht viel Bremsenreiniger. Gehen wir einmal drüber, dass die sauber sind. Können wir auch nachher nochmal vor dem finalen Einbau der Belege drüber gehen. Aber wenn ihr gefettete Scheiben habt, müsst ihr die jetzt komplett fettfrei machen. Gibt also noch beides im Handel. Mal kommen solche, mal kommen gefettete Scheiben. Bei der Montage müsst ihr aufpassen, hier sind 2 Senkungen und die gehören zu den kleinen Löchern auf der für die Hilfsschrauben. So müsst ihr es ansetzen, dass die treffen. Eine von den kleinen Schrauben war bei der Bremsscheibe dabei. Wenn ihr unbedingt wollt, müsst ihr halt noch eine alte nehmen. Da wir sie gut rausgekriegt haben, nehme ich hier noch eine alte. Es reicht aber auch die Scheiben mit einer, es ist eigentlich nur eine Montagehilfe. Die Schrauben werden mit 10 Newtonmeter angezogen. Jetzt kann der Bremssattel schon wieder zurück. Ich setze den jetzt nur mal für die weiteren Arbeiten an. Die Schrauben müssen wir nachher noch mit Sicherung eindrehen. Die Scheibe ist gewechselt. Jetzt können wir wieder aufklappen wie beim Belagwechsel. Jetzt muss der Kolben hier zurückgedrückt werden. Ich habe hier mal ein spezielles Rücksetzwerkzeug. Das wird hier so angesetzt und drückt jetzt den Kolben gegen die Halterung hier. Ihr könnt aber auch eine Schraubzwinge und ein Stück Holz nehmen. Wenn ihr jetzt hier zurückdrückt, müsst ihr aber aufpassen. Jetzt kommt ja die Bremsflüssigkeit im Motorraum hoch. Den Deckel aufmachen und schauen, ob genügend Platz ist für die Bremsflüssigkeit. Während ich jetzt hier langsam zurückdrehe, beobachten wir oben den Stand. Bis jetzt geht es noch gut. Aha, jetzt füllt sich, der letzte steht schon am Gewinde oben, aber über den Stand sprechen wir später. Am Ende, das heißt Deckel drauf, damit kein Dreck reinkommt. Dann reibt ihr den Sattel gut mit der Messingbürste aus. Da müsst ihr aber darauf achten, dass ihr hier die Manschette nicht kaputt macht. Hier auch nicht, die können wir auch gleich mal kontrollieren. Die ist noch gut gängig, die ist noch gut gängig. Also Sattel ist freigängig und dicht. Hier am Träger einfach ein bisschen abschrauben. So. So, jetzt müssen wir noch diese Plättchen austauschen. Das müsst ihr aufpassen, da sind ein paar Spiegelverkehrte dabei. Die Plättchen werden generell so montiert, dass diese abstehende Nase von der Bremsscheibe weg zeigt. Also außen nach so, innen nach so. Und wo diese Clip reinkommt, das seht ihr dann am Sattel. Oder einfach mit dem Schraubenzieher drunter, dann kommt das alte Blech weg. Jetzt muss unten dran schön der Dreck weg, sonst kommt das neue ja nicht drauf. Diese Schienen, das muss alles frei sein. Nehmen wir einen kleinen Hauch Kupferfett und machen den da drunter. Aber auch hier gilt wieder, weniger ist mehr. So, und jetzt kommt der so hier rein. Nur einklipsen, das war schon. Hier ist er beweglich, da federt er nachher den Belag ab. Gleiche Nummer hier oben, hier mal mit dem Schraubenzieher rein und da kurz und dann kommt der schon runter. Jetzt auch wieder diese Nut gut reinigen und die unteren Anschläge alle. Übergehen, macht den letzten Dreck weg. Auch hier wieder ein Hauch Kupferfett auf die Halterungen unter dem Blech. Das Blech kommt hier so drauf. Und das war schon. Federt wieder an der richtigen Seite. Innen sind die gleichen Bleche. Also da geht es dann gerade weiter. Fangen wir unten an.
Fett. Und dann die Klammer rein. Und drin ist die Feder, zeigt nach außen. Die gleiche Nummer noch mit der oberen Feder, dann sind wir auch schon fertig, sind ja bloß 8. Und dann können wir das letzte Federchen da oben einklipsen. Gleich getroffen, federt, 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 federt. So, machen wir unsere Fingerspuren, wo wir schön dreckig gemacht haben, wieder weg mit ein bisschen Bremsenreiniger. Und dann können wir die Belege einsetzen. Die Bremsbeläge sind hier scharfkantig, die sind ohne Phase geliefert worden. Deshalb machen wir mit der Feile eine kleine Phase drauf. Meist werden die Bremsbeläge heutzutage mit Phase geliefert. Das erleichtert das Einbremsen der Belege. Alter Trick aus dem Rennsport. So, das reicht schon. Und natürlich auf der anderen Seite. Lustigerweise wurden die Bremsbeläge mit solchen Anti-Quietschblechen geliefert, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Meist sind die hinten nur speziell beschichtet, die klipst da gerade so ein. Die gehen nur in einer Orientierung drauf, seht ihr, so passt nicht, geht nur so drauf. Der äußere Belag kommt nachher so hin, dann können wir den Bereich fetten und natürlich hier die Führungen. Aber wie immer, weniger ist mehr, also nur ein Hauch von der Kupferpaste. Hier auf dem Streifen, hier und den Rest machen wir hier auf die Führungen, da wo die Bleche drin stecken. Dann kommt der Belag natürlich so rein, wie die Bremsscheibe gekrümmt ist. Und die Seite ist natürlich die Reibseite, die kommt innen rein. Jetzt drückt er den oben mal ziemlich hoch, unten, hier über die Kante und dann ist er schon drin. Dagegen drücken, der sitzt. Beim inneren Belag drückt ja der Sattel in der Mitte, da müssen wir den Mittelbereich besser fetten. Und natürlich wieder die Führung von den Federn, die sind ja bei den Belegen gleich. Und auf keinen Fall auf die Reibseite bringen. Hier kommt der Kolben zum Einsatz, da könnt ihr es ein bisschen verreiben. So ist er drin. Auch wieder die Reibseite natürlich gegen die Scheibe. Jetzt kommt das Geniale bei diesem Klappsattel, einfach wieder zurückklappen. Da müsst ihr schauen, dass er drauf passt. Da unten die Manschette ein bisschen wegdrücken, weil die hat sich natürlich jetzt maximal aufgefahren. Hier rastet sie von allein ein, so passt es. Die Schraube ist nicht pulverbeschichtet, deswegen wird sie mit Schraubensicherung eingeklebt. Einfach unten einsetzen, schnell eindrehen, der Klebstoff muss ja fest werden. Drehmoment für die Schraube sind 30 Newtonmeter. So, jetzt macht er die Sattelschrauben wieder raus, die vom Sattelträger, Klebstoff drauf, die müssen wir nämlich auch einkleben. So, ordentlich Klebstoff drauf, ihr habt ja gesehen, original war es ein halbes Kilo. Dann macht er den Träger, die Schrauben schnell rein. Klebstoff drauf, nicht sparen, Schraube wieder oben rein. Die Schrauben anziehen, erstmal per Hand, soweit es geht. Und dann kommen wir mit dem Drehmomentschlüssel hinterher. Das Drehmoment für die Schrauben sind 105 Newtonmeter. Wenn das Auto nicht besonders sicher auf dem Wagenheber steht, ist es besser, ihr wartet, bis es unten ist und zieht sie nachher mit dem Drehmomentschlüssel ein. 105 und 105 für die obere. Jetzt ist der Sattel wieder bombenfest, der Träger auch. Ich hatte ja den Kolben ganz zurückgedrückt. Das heißt, wenn ihr jetzt aufs Bremspedal gehen würdet, würde das zusammenfallen. Dann kommt er bis auf den Boden runter unterm Umständen. Deswegen pumpen wir jetzt ein paar Mal. Widerstand am Pedal. Jetzt sind die Bremsbeläge an die Scheibe angebremst. Dann könnt ihr das Rad wieder ansetzen. Versucht möglichst gut zu zielen.
dass er hier in die Gewinde trifft. Dann eine Schraube rein. Wenn man eine angesetzt ist, habt ihr schon halb gewonnen. Dann die zweite, immer mit dem Fuß unten gegenhalten. Und dann ist auch die Montage von solchen Rädern gar kein Problem. So, zwei drin sind, kann gar nichts mehr passieren. Setzt er genüsslich die anderen Schrauben an und fertig. Dann mal so weit anziehen, wie das bei aufgebuchtem Fahrzeug geht. Schön über Kreuz, also die gegenüberliegende, und dann nochmal das zweite Teil vom Kreuz. Dann können wir nochmal einen Durchgang machen. Ja, seht ihr, ein bisschen geht es ja noch. So, in dem Stadium können wir jetzt das Fahrzeug schon wieder ablassen. Jetzt muss ich den Sicherungsklotz aus dem Wagenheber wieder entfernen und dann können wir den Wagenheber ganz normal hydraulisch ablassen. Vorsichtig ablassen. Gut. Und für die Radmuttern beim Peugeot gibt es noch 90 Newtonmeter, also auf keinen Fall viel mehr. Auch wieder über Kreuz. 2, 3 und die letzte 4. Mit der Seite sind wir jetzt fertig, aber bremsen müssen wir natürlich immer paarweise wechseln. Deshalb muss ich einmal Tropf jetzt noch die andere Seite machen. Wenn alle Bremsen gewechselt sind, schaut ihr jetzt noch mal vorne im Flüssigkeitsbehälter nach, wo der Stand ist. Der steht genau auf Maximum, haben wir jetzt erwischt. Wenn nicht, müsst ihr jetzt ablassen oder nochmal nachfüllen. Ich habe euch heute mal gezeigt, wie einfach der Bremsenwechsel an eurem Peugeot ist. Allerdings, Bremsen sind sicherheitsrelevante Teile. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst einen Profi drüber schauen oder geht jetzt zur Kontrolle auf den Bremsenprüfstand. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.